Herzlich willkommen im Medical Solution Center in Schondorf. Wir sind hier im Demoraum, wo wir auf 1200 Quadratmeter alle unsere Technologien und Services von GF Machining Solutions live präsentieren können. An dieser Welcome Station präsentieren wir Ihnen stets Neuigkeiten von GF Machining Solutions, aktuelle Trends und Bauteile, die mit unseren Lösungen in Verbindung stehen. Im Bereich Medizintechnik sind das vor allem Bauteile aus dem Bereich Dentalindustrie, medizinische Instrumente, Implantate und medizinisches Zubehör, was überwiegend im Werkzeug- und Formenbau zu finden ist. Werfen wir nun einen Blick auf die Showcases. So haben wir hier im Bereich medizinisches Zubehör Bauteile aus dem Spritzgussbereich, dann natürlich gerade ganz aktuell in der Medizinwelt die Herstellung von solchen Pipettenformen oder auch Spritzenformen, die gerade zur Impfung sehr dringend benötigt werden. Und diese Bauteile werden aktuell schon von unserem Kunde Werkzeugbau Ruhler am Stück produziert. Gehen wir zum nächsten Showcase. Das zeigt Bauteile aus dem Bereich Dentalanwendungen, von den klassischen Zahnersatz, Zahnkappen über Implantate bis hin zu Bauteilen, die in Zukunft auch immer mehr über 3D-Druck hergestellt werden. Am Showcase für die Implantate finden wir die klassischen gefrästen Bone Plates, die aber mittlerweile in Kombination auch immer mehr mit Lasertexturierung verbunden werden. Ganz interessant sind aber vor allem gerade diese Implantate, die in Titan 3D gedruckt werden, speziell versehen mit diesen offenen Strukturen, die das Einwachsen im Knochen verbessern. Kommen wir nun zu dem Showcase für die Instrumente. Hier haben wir ein ganz weit gefächerte Anwendungen von den klassischen Scheren und Klemmen über verschiedenste Arten von Greifern und Zangen, aber auch Instrumente, die während einer OP verwendet werden, sowie beispielsweise diesen Bone Saw Guide Block. Mit diesem Bauteil wollen wir uns jetzt heute etwas intensiver beschäftigen. Dazu haben wir für dieses Bauteil einen entsprechenden Workflow abgebildet, den wir jetzt live präsentieren werden. Dieser Bone Saw Guide Block kommt bei einer OP dort zum Einsatz, wo ein künstliches Kniegelenk implantiert werden soll. An einer vorher genau definierten Position wird der Bone Saw Guide Block aufgeschraubt und dann durch diesen definierten Sägeschlitz der Knochen exakt an der richtigen Stelle abgesägt. Wir sehen hier das fertige Bauteil. Wir werden jetzt dieses Bauteil über verschiedene Stationen in unserem Demo-Center produzieren. Im ersten Schritt beginnen wir beim Datenmanagement, wo an unserem Workcenter alle relevanten Daten und Informationen dem Bauteil zugeordnet werden. Im zweiten Schritt folgt dann die Fräsbearbeitung, während der eigentlich schon das meiste vom Bauteil fertig bearbeitet wird. Anschließend folgt die Lasertexturierung, durch die auf die Oberflächen eine definierte Oberflächentextur über Laserblasting fünfachsig aufgebracht wird. Im letzten Schritt, dem Drahtschneiden, wird der Sägeschlitz eingeschnitten und das Bauteil fürs spätere Abtrennen vorbereitet. Diesen Workflow wollen wir jetzt live präsentieren. Und um damit zu beginnen, nehme ich jetzt das Rohteil und gehe damit zur ersten Station zum Datenmanagement.